Es gibt kaum jemanden, der die Schweizer Versicherungs- und Vorsorgelandschaft besser kennt als mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, den Andreas Krümel heute im Tag zu haben. Hallo Andi, schön bist du da. Hallo Melanie. Bei Versicherungen denkt man an Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit, aber viele Leute winken auch ab, zu trocken, zu komplex. Wie bist du zur Versicherungsbranche gekommen? Ja, eigentlich nach der Matura habe ich mich umgeschaut für ein Praktikum und ich hatte 2 Sachen zur Auswahl gehabt und beim einen haben sie mich genommen, das war Versicherung gewesen, und beim anderen Rohstoffhändler Entzug hat es nicht geklappt. Und darum hat sich das irgendwie als Fügung so ergeben. Und wenn man mal dann irgendwo drinnen ist, dann sieht man die neuen Optionen, die dann kommen, und dann hat mich das irgendwo gepackt und dann mit Ausbildung und weiteren beruflichen Aktivitäten bin ich hängen geblieben. Es ist eben nicht im Ansatz so trocken, wie man das amigs von draussen denkt. Gerade im Moment ist es sehr dynamisch. Also wenn man die Medienlandschaft anschaut, ist in aller Munde vor allem die künstliche Intelligenz, aber auch die gefühlt ständigen Prämienerhöhungen. Jetzt bist du schon so lange in dieser Branche. Wie siehst du die Entwicklungen momentan? Sind die wirklich so turbulent? Also ich würde sagen, es ist eine ganz normale Entwicklung. Es ist ja nicht nur für die Assekuranz eine Entwicklung, dass es künstliche Intelligenz gibt, sondern auch für verschiedene andere Industrien. Versicherungen profitieren sicherlich davon, dass sich gewisse Prozesse oder auch Tätigkeiten, die Versicherer betreiben, dass man die kann noch weiter automatisieren und auch vereinfachen. Und das wird die Zukunft dann zeigen, inwiefern das dann auch eine grosse Rolle wird spielen für Versicherungen. Gesamthaft muss man sagen, wird künstliche Intelligenz für uns als Gesellschaft einen sehr grossen Einfluss haben. Das merkt man eigentlich schon an Haufen Beispiele und wird sich auch in der Assekuranz in verschiedenen Beispielen dann manifestieren. Hast du das Gefühl, das wird sich auch auf die Prämienentwicklung einen Einfluss haben, oder hat das nichts miteinander zu tun? Ja, je nach Branche. Also Prämienentwicklung ist eigentlich immer eine Frage von, was muss ich als Leistungen erbringen in einem Schadenfall. Und da reden wir jetzt, ob das jetzt innerhalb vom Gesundheitswesen ist, ob das jetzt ganz banal für eine Motorfahrzeugversicherung ist, hat man dann immer einen Wert, wo man muss als finanzielle Sicherheit geben. Und diesbezüglich hat man natürlich keine oder die finanzielle Sicherheit ist dann einfach der Betrag, wo man dann auch über die Prämie muss reinnehmen, damit man nachher entsprechend den Verpflichtungen kann nachkommen. Und von dem her hat höchstens auf Kosten und Vereinfachung von Prozess das einen positiven Einfluss, der sich dann in der Prämie kann niederschlagen kann. Jetzt bist du, ich habe es vorher erwähnt, lang unterwegs. Ist das etwas, wo du dich dann wie neu einschaffen musst oder dich auch weiterbilden, wenn es da um KI geht? Oder ist das etwas, wo man mit dem Laufe der Zeit einfach Wissen selber ansammelt? Wie gehst du mit dem um? Also bist du ständig dran, dich weiterzubilden? Oder? Ja, das gehört dazu. Also ich gehöre zu der Generation X, oder? Und von daher, also irgendwann hat es das Internet gegeben, am Anfang nicht gegeben hat, wo ich in das Assekuranz eingestiegen bin. Viele Technologien beeinflussen dann auch das Versicherungsgeschäft, wie es abläuft, wie man untereinander kommuniziert, wie auch der Kundenkontakt stattfindet, über welche Kanäle. Es gibt so viele neue Opportunitäten dann zu entdecken und auch dann zur Verfügung stellen. Und mit diesen Technologien, die auch nach AI noch werden kommen, ist es immer so, dass man muss mitgehen und man muss können verstehen, was für das Geschäftsmodell, das man betreibt als Versicherer, wie sich die Technologie nutzen und dann auch natürlich mit Projekten umsetzen. Du sagst, man muss immer dranbleiben, weil KI wird nicht zu Ende sein. Also was danach kommt, wissen wir noch gar nicht. Laut einer PwC-Studie weiss ich aber, dass 75% der Versicherungsgesellschaften aktuell in den nächsten 3 Jahren vorhaben, ihr Kernsystem zu modernisieren oder sogar ganz umzustellen. 5% verfügen bereits über neue Systeme. Wie siehst du das? Haben die anderen, die noch nachziehen, überhaupt eine Chance, diesen 5%, die bereits so weit sind, noch nachzukommen? Oder ist der Zug jetzt schneller geworden und darum relativ? Ja, auf jeden Fall. Oder? Es ist einfach, Ablösen von Kernsystemen heisst nicht, dass jemand sehr weit hinten drin ist, sondern einfach die Möglichkeiten, wo man das alte Kernsystem hat, wo nicht von der Architektur so designt sind, dass man jetzt all die modernen Technologien einfach kann praktisch draufpropfen und miteinander nutzen, sondern das macht man eigentlich jetzt über das Lifecycle Management von Altsystemen ablösen und eine neue Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo genau die Möglichkeiten gibt, neue Technologien viel einfacher auch mit einzubetten und nutzbar zu machen.
gleichzeitig das auch so effizienter und schlanker zu machen, als es vielleicht früher der Fall war. Merkt das der Kunde oder läuft das im Hintergrund ab? Ja, also es gibt Versicherer, die haben ihre Kernsysteme aus den 80er Jahren und der Kunde merkt das nicht. Ja. Oder wenn jetzt irgendwie innerhalb von diesen Kundendokumentationen oder Briefen oder Rechnungen irgendwie etwas würde entstehen, wo man sagen, ja, das sieht jetzt irgendwie noch ganz alt aus oder dann merkt es dass das vielleicht noch nicht so modern ist. Das sieht man am Schriftbild oder irgendwie, wie das daherkommt. Aber an und für sich ist das nicht so das Kriterium. Ich glaube, für den Schweizer Kunden ist das Kriterium der Kontakt und auch die Unterstützung, wenn etwas passiert, dass das einfach und unkompliziert abläuft. Und da gehen sich alle Mühe. Das heisst, Kernsystem hin oder her. Also der Human Touch, der wird nicht verloren gehen, auch in Zukunft. Der ist nach wie vor entscheidend in Ja. der Schweiz, ja. Okay. Lass uns das Thema ein bisschen wechseln. Also wir bleiben immer noch in der Versicherungsbranche, aber ganz konkret möchte ich mich über das Thema Vorsorge unterhalten. In der Schweiz haben wir das System erste, zweite, dritte Säule und mit der Überalterung, die am Laufen ist, gibt es dort immer mehr, ich sage mal, Problematiken, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Nicht nur Politik, sondern auch der Kunde selber. Und wenn man jetzt so die Landschaft anschaut, zumindest auf mich wirkt es so, als würden aktuell sämtliche Versicherungsgesellschaften um Kunden im 3A-Sektor buhlen. Ist das nur meine persönliche Wahrnehmung oder ist das wirklich so? Nein, ich glaube einfach, also wir haben ein wunderbares System, Sozialsystem mit der ersten, zweiten, dritten Säule in der Schweiz. Auf das können wir stolz sein. Und die zweite Säule erfährt einfach viele Diskussionen, auch politisch, im Rahmen von, haben wir eine Umverteilung, lange das dann für diejenigen, die jetzt heute einzahlen, auch dann später einmal, dass sie das, was sie einzahlen, dann auch selber auch konsumieren können. Und dort lohnt es sich einfach schon früher mit einer dritten Säule anzufangen, wo der persönliche Sparbeitrag ist. Und weil das steuerunterstützt ist, ist es auch sinnvoll, entsprechend schon früher mit dem anzufangen und die erste und zweite Säule damit zu ergänzen. Spielt das, also jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt, spielt das den Versicherungen in die Karten rein, dass politisch im Moment die zweite Säule so in Diskussion ist? Also es schürt ja auch ein bisschen Angst unter den Leuten, dass es nicht mehr reicht im Alter. Spielt das ein bisschen in die Karten der Versicherungen oder ist das keine schöne Entwicklung? Ich glaube nicht, dass es Ängste schürt. Also Ängste sind heute vielleicht mehr so richtig Gesundheit, aber auch richtig Teuerung und kann ich mir das noch leisten in Zukunft. Die Schweiz ist eigentlich ein Volk von Sparern aus der Historie heraus. Und von dem her ist es eigentlich im Fleisch und Blut, dass man einfach sagt, ich muss mich irgendwie vorbereiten für später. Und die dritte Säule ist eine sehr gute Ergänzung zu der bestehenden obligatorischen. Und wenn man dort entsprechend gute Produkte hat und auch eine gewisse Flexibilität mit einbaut, dann nachher ist es auch etwas, was sich lohnen für die Leute. Ja. Jetzt kann ich dich fragen, nach Tipps und Tricks für jemanden, der noch relativ jung ist und startet. Jetzt hast du das schon vorweggenommen und sagst, ja, also es lohnt sich, früh in die dritte Säule einzuzahlen. Darum möchte ich als Tipp und Trick, wenn ich schon so einen Experten habe, vielleicht ein bisschen die ältere oder mittlere Generation fragen. Was würdest du jemandem Middle-Aged, also mein Alter, empfehlen? Hey, wenn du dich jetzt neu aufstellen solltest, was würdest du mir anraten? Sollte ich in die zweite Säule selber einzahlen, dritte Säule selbstständig noch versuchen anzulegen? Was würdest du machen? Ja. Also gerade wenn man früh anfängt, oder, ist eine gewisse Flexibilität wichtig. Vielleicht ist das Einkommen nicht immer genau gleich, bis man 30, 35 Familien gründet und dann eine gewisse Stabilität hat. Und da würde ich ganz klar auf ein 3A-Konto gehen und je nach Lebenssituation eine Risikoversicherung für Partnerschaft, für allfällige Kinder oder was auch immer, dann die Motivation ist da dafür. Das haltet eigentlich alles noch flexibel. Und im Sinn von Kapitalansparen gibt es dann noch x andere Varianten, die man dann später noch hinzufügen kann. Ich höre das Wort flexibel sehr häufig. Ich möchte da auch gerade wechseln. Ich weiss auch, dass du in deiner ganzen beruflichen Karriere immer sehr flexibel und dynamisch unterwegs bist. Wenn man jetzt anschaut, wo du heute stehst, gehen wir mal ins Persönliche hinein. Was wird bei dir in den nächsten 5 Jahren noch passieren? Bleibst du der Branche treu oder gibt es einen Wechsel? Ja, jetzt nochmal Branche zu wechseln ist eigentlich, wäre jetzt übertrieben. Nein, ich bleibe der Branche, ich habe nichts anderes vor, ich bleibe der Branche treu und in dem Sinn tue ich meine Erfahrung und auch meine Kompetenz versuchen, in die Themen hineinzulegen, die nach an der Assekuranz sind.
Und da gibt es keinen Plan, irgendetwas anderes zu machen. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Andi, dass du uns die Einblick gegeben hast. Sehr interessant, dich im Gespräch zu haben. Alles Gute, danke.